warten, ruhig die Position einnehmen und nur Konter, sehr aktiv die Konter machen. Ja? Felix die Mutter, Turnen. Wir sind heute im Landesleistungszentrum in München des Bayerischen Turnverbandes. Heute stand für mich ein ganz normales Training auf dem Programm, ganz normaler Trainingstag. Nur 2,5 Stunden Training, da ich ja momentan in der Ausbildung bei der Bayerischen Polizei bin, deswegen nur einmal trainieren kann. Dementsprechend Beweglichkeit, Kraft und dann an die Geräte. Ein bisschen Einsatz, vielleicht ein bisschen mit mehr Energie, dann geht es besser nach oben. Gerade am Reck ist es sehr, sehr wichtig, dass man die leichte Elastizität der Stange nutzt, um einen gewissen extra Schwung zu kriegen. Wenn man eine federnde Stange hat und sie bewegt sich in eine Richtung, kommt sie automatisch in die andere Richtung wieder zurück. Und wenn man den Schwung mitnehmen kann, gibt es einem ein bisschen extra Höhe, ein bisschen extra Schwung. Und man sollte halt möglichst versuchen, mit der Stange zu arbeiten und nicht gegen die Stange, weil dann hat man es schwer. Also vom Ganzen her. Aber vom Steigen vom Gegentraining war es gar nicht so schlecht. Warte mal. Ein bisschen mehr in der Hüfte, oder? Ja, halt schau, das ist schon, ja, aber das ist schon mal deutlich besser als, schau her. Also das sieht jetzt gut aus. Ende November, wo nochmal entschieden wurde, wer die Kaderplätze bekommt, da es bei uns im Turnen nicht möglich war, die Kaderplätze trotz Corona ein Jahr zu verlängern, musste sozusagen noch ein Entscheidungswettkampf geturnt werden, wer jetzt die Kaderplätze für dieses Jahr besetzt. Ich habe den Vorteil, dass ich diesen Sprung, den ich dann da auch gesprungen bin, mittlerweile seit 7 Jahren mache und den auf gut Deutsch im Schlaf auch kann. Am Boden hat es dann wiederum leider nicht so gut funktioniert. Aber dass es am Sprung geklappt hat, freut mich. Ich habe Pferd, Ringe und Reck gute Leistungen gezeigt, für mich auch persönlich. Mein Trainer war auch ziemlich zufrieden. Am Barren ist mir ein Leichtsinnsfehler unterlaufen. Da habe ich ein neues Teil in der Übung gehabt, was ich bisher erst einmal im Wettkampf gezeigt hatte. Da ist mir ein Fehler unterlaufen, da musste ich dann leider einen Zwischenschwung in Kauf nehmen. Aber ansonsten bin ich eigentlich zufrieden gewesen. Wieso? Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin 2019 nur einmal am Pferd abgestiegen. Nee, zweimal. Sorry, ich muss zurücknehmen. Der Kader, für den ich mich jetzt qualifiziert habe, ist bei uns der sogenannte Olympiakader. Also das sind praktisch die 11 Leute, mit denen unser Cheftrainer Valery Belenki jetzt den Weg Richtung Olympische Spiele gehen möchte. Das ist allerdings noch natürlich keine Direktnominierung, sondern die gibt es erst nach den Qualis für die Olympischen Spiele, die dann jeweils im April und im Mai, glaube ich, sind. Allerdings ist es natürlich sehr, sehr gut, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich jetzt halt gerade vor den Olympischen Spielen nochmal auf internationalem Niveau zu zeigen und mir selber auch bewiesen zu haben, dass ich zu den 11 Besten in Deutschland gehöre und mir so auch eine Chance auf die Spiele wahren konnte. Das wäre für mich natürlich ein Lebenstraum, den ich mir erfülle. Einfach, ich hoffe so sehr, dass ich dabei bin, dass ich es schaffe. Wäre ein Wahnsinnserlebnis und für mich eine Belohnung nach den Jahren harter Arbeit.
Christina Hering, 800 Meter. Guten Morgen, jetzt ist es 6:45, mein Gepäck ist abgegeben. Und jetzt geht es erstmal nach Frankfurt und dann nach Nairobi. Ich bin gespannt, noch etwas müde, aber ich freue mich. Dadurch, dass wir dort aber sehr spät gelandet sind, haben wir noch eine Nacht in Nairobi übernachtet. Und sind dann am nächsten Tag von dem lokalen Flughafen, also der sozusagen für die Inlandsflüge zuständig ist, dann mit eben dieser kleinen Propellermaschine nach Eldoret geflogen. Das ist ungefähr nochmal ein einstündiger Flug. Und von dort ging es dann noch in so einem kleinen Bus nochmal so eine knappe Stunde hier hoch. Also wir sind ja hier auf 2400 Metern. Also wir sind so Nordwesten von Kenia, ungefähr 400 Kilometer vom Kilimanjaro entfernt. Ja, es wird ja auch The Home of the Champions genannt, dadurch, dass hier eine Vielzahl von kenianischen Läufern herkommt. Auch der aktuelle Weltrekordler im Marathon, Eliud Kipchoge, trainiert hier und es wird ja schon seine Gründe haben. Also es ist eben schon sehr herausfordernd, insbesondere für uns, wenn man eben diese Höhe sonst unter normalen Bedingungen nicht hat. Umso einfacher geht es dann meistens auch wieder, wenn man wieder zurück zu Hause ist und das ist ja dann auch ein Vorteil. Durch das Höhentraining kann man seinen Körper trainieren, dass er mehr Sauerstoff im Blut transportieren kann und dadurch kann man natürlich seine Ausdauerleistung auf natürliche Weise fördern. Augenmerk ist so ein bisschen auf dem unteren Rücken, vorher so ein bisschen low dosiert, jetzt ein bisschen mehr Endlow dosiert, Bauchspannung mit drin, dass sie nicht so ins Hohlkreuz fällt. Wir hoffen jetzt natürlich erstmal, dass wir eine halbwegs normale Hallensaison haben werden. Also für mich ist die Hallensaison noch nie von sehr großer Bedeutung gewesen, aber ich finde es einfach immer wahnsinnig toll, wenn man dann dort erstmal wieder so ein bisschen in dieses Wettkampfgeschehen eingreifen kann, wenn man sich wieder ein bisschen Motivation für das weitere Training holt. Dann mal gucken, also es ist natürlich alles sehr unsicher, aber aktuell hoffe ich natürlich, dass wir dann vor allem im August ja, alle in Tokio sein werden. Franka Henseleit, Triathlon. Eigentlich hat es mich so nach Nürnberg verschlagen mit meinem Bruder. Der ist nämlich, ich glaube 2013 oder 2014 nach Nürnberg gegangen, aufs Internat. Als es hier so alles angefangen hat, so als Stützpunkt Triathlon sich zu entwickeln. Zu der Zeit bin ich aber noch Ski gefahren. Und habe mich dann aber auch, ja, als ich mich so entschieden habe, dazu doch Triathlon zu machen, wollte ich dann schon ihm so ein bisschen nacheifern und dann auch ins Internat ziehen nach Nürnberg. Genau, und so bin ich dann 2016 im September hier auf die Schule und sind ins Internat gekommen. Heute wird es anstrengend. Also wir haben ein VO2 Max Set. Wir laufen so 500er, so in der Summe 6.000 bis 9.000 Meter ist das Set. ...500 Meter sind ziemlich schnell, also VO2 Max.
Dann kommen 500 Meter ziemlich easy, also ein bisschen runterkommen. Und dann geht es gleich im Anschluss weiter mit 500 Meter so ein bisschen an der Schwelle. Also es ist so ein Sweet Spot Laufen, wie der heute heißt. Es ist so ein bisschen so locker schnell, könnte man sagen. Und das ist dann schon wieder so ein bisschen so ein Reinsteigern in dann die 500 Meter VO2 Max, die dann gleich als nächstes kommen. Also es sind immer 1500 Meter am Stück ohne Pause und das Ganze dann für mich wahrscheinlich 4-mal. Welche Problematiken der darin sozusagen verarbeitet hat, wie jetzt bei Kafka. Also ich schreibe dieses Jahr Abitur und da bin ich jetzt mal gespannt, ob wirklich in allen Fächern so die Inhalte halt so rüberkommen, wie es jetzt in der Schule wäre. Aber grundsätzlich erspart schon richtig viel Zeit, weil wir immer eigentlich ein paar Wege haben zu fahren mit dem Fahrrad. Ja, das ist einfach Zeit, die wir dann hier sind und noch mal ein bisschen so für Regeneration nutzen können. Es sind aber, habe ich so das Gefühl, ganz, ganz viele Themen, die er eigentlich ansprechen möchte, aber noch nicht so ganz weiß, wie oder dass es einfach so ganz viel ist. Ich habe jetzt 4 Jahre im Internat gewohnt und bin jetzt aber zum letzten Jahr, also zum letzten Schuljahr in eine WG gezogen, zusammen mit 3 anderen Triathleten aus meiner Trainingsgruppe. Klar könnte man sagen, okay, ich sehe die jetzt schon die ganze Zeit beim Training, hier in der WG, dann auch noch so mit dem Nylan bin ich auch zusammen in der Klasse. Aber ich muss sagen, noch kann ich sie ganz gut leiden alle, also noch ist nicht so viel geworden. Ich bin auch mit allen so gut befreundet, das ist nicht nur so eine Bekanntschaft aus dem Sport, sondern wir können auch so andere Interessen teilen. Das größte Highlight von der Saison erstmals die Deutsche Meisterschaft in Schongau. Es wird für mich auch ganz schön, weil es so von meinem Heimverein ausgerichtet wird. Dort bin ich sozusagen groß geworden, habe so eigentlich den Triathlon so ein bisschen gelernt. Dort ist dann auch die Qualifikation für die JWM, die dann im Oktober hoffentlich auf Bermuda stattfindet. Und es wäre natürlich ein richtig schönes Ziel. Wie es bis dahin läuft, muss ich natürlich mal schauen. Und was dieses Jahr auch ein bisschen schwierig ist, die ist erst im Oktober. Das heißt, es wird wirklich eine sehr lange Saison. Und da musste ich ehrlich gesagt noch ein bisschen mit meinem Trainer absprechen, inwieweit das in Ordnung ist, so lange Saison zu machen.